In diesem Video zeigen wir Ihnen einige Grundlagen zur Arbeit mit räumlichen Daten in Cadenza. Sie lernen, wie eine Karte aufgebaut ist, wie Sie eigene Geodaten in eine Karte einbinden können und wie Sie Informationen aus einer Karte abrufen. Eine Karte besteht aus verschiedenen Layern, die übereinander gezeichnet werden. In einem Layer sind jeweils die geografischen Daten eines Datensatzes abgebildet. In jeder Karte stellt Cadenza automatisch einen Hintergrundlayer bereit. Darin sind bildhafte Daten, die eine räumliche Orientierung ermöglichen. Für die Darstellung können Sie aus unterschiedlichen Basiskarten wählen, die in der Software bereitgestellt werden. Daneben gibt es Layer, die Punkte, Linien oder Flächen enthalten können. Mit diesen Geo-Objekten können BenutzerInnen interagieren, um beispielsweise deren Lageinformation zu analysieren oder Daten einzelner Objekte abzurufen. Solche Geodaten werden meist von der eigenen Organisation oder Behörde bereitgestellt. Über das Importmenü von Cadenza können auch eigene Daten hinzugefügt werden. Der Designer zeigt an, welche Layer aktuell in der Karte dargestellt werden. Die Reihenfolge der Layer kann verändert werden. Für eine optimale Darstellung aller Daten in der Karte empfiehlt sich eine Sortierung anhand der Geometrie der Daten. Bildhafte Daten der Hintergrundkarte und flächendeckende Polygone werden unterhalb von Linien- und Punktinformationen angeordnet. Außerdem werden im Designer die Einstellungen für jeden Layer angepasst. Über das Augensymbol kann beispielsweise die Sichtbarkeit eines Layers in der Karte gesteuert werden. Ein neuer Kartenlayer wird über das Importmenü geladen. Es ist möglich, unterschiedliche Datensätze hinzuzufügen und gemeinsam in einer Karte darzustellen. Über das Menüfenster können zum Beispiel vorbereitete Layer aus einem Layer-Katalog oder Internetdienste wie Webmap Services eingefügt werden. Neue Layer können direkt in Cadenza erstellt werden, zum Beispiel ein Zeichenlayer oder Planquadrate. Oder Sie importieren lokal vorliegende filebasierte Daten, wie beispielsweise Geopackages, KML-Dateien oder Shapefiles. In diesem Beispiel wird ein Shapefile zu der Karte hinzugefügt. Über den Import-Dialog werden die Daten ausgewählt. Cadenza erzeugt einen neuen Objekttyp, in dem die Daten aus dem Shapefile gespeichert werden. Anschließend werden Informationen zum Raumbezug der Daten abgefragt. Die Geometrien des Datensatzes werden im nächsten Schritt überprüft. Falls in den Daten ein Zeitbezug vorliegt, kann dieser beim Einlesen der Daten definiert werden. Zum Abschluss können die Attribute benannt werden und gegebenenfalls Anpassungen im Datentyp oder der Attributart vorgenommen werden. Die ausgewählten Daten werden importiert und in der Karte angezeigt. Bei Auswahl eines oder mehrerer Objekte aus der Karte zeigt die Objektinformation die hinterlegten Daten zu jedem Objekt an. Neben dem Hinzufügen einzelner Datensätze kann in Cadenza auch eine Geodateninfrastruktur, kurz GDI, angebunden werden. Eine GDI enthält standardisierte Geobasisdaten, zum Beispiel Hintergrundkarten, die innerhalb einer Organisation oder Behörde bereitgestellt werden. So erhalten alle Mitarbeitenden Zugriff auf einheitliche Geodaten. Außerdem ermöglicht eine GDI weitere Funktionalitäten wie die Geokodierung von Adressdaten oder eine Routenberechnung zwischen verschiedenen Positionen. Cadenza bietet viele weitere Optionen zur Arbeit mit Karten, beispielsweise unterschiedliche Visualisierungsmöglichkeiten, das Erstellen von Planquadraten oder die Möglichkeit, Daten eines Layers mit Informationen aus einem anderen Layer anzureichern. Auf der intuitiven Oberfläche finden sich schnell die passenden Werkzeuge zur Visualisierung und Analyse Ihrer Daten. So können räumliche Informationen schnell und effektiv in wichtige Entscheidungsprozesse einbezogen werden.